kommen auch sehr viele deutsche und österreichische Nazis. Sie imitieren die SS und laufen in Uniform dort über den Platz mitten am helllichten Tag durch die Stadt. Vor allem so auch aus deutscher Perspektive macht es halt super viel Sinn, auch unseren deutschen Nazis hinterherzureisen, denen da auch die Suppe zu versalzen. Wenn man überhaupt sich über Haftbedingungen in Knästen unterhalten möchte, sind sie aber in Ungarn auf jeden Fall sehr schlecht. Man kann nicht sich da so ein eigenes Guantanamo schaffen, wo man da nicht so genau hinguckt, aber die Ergebnisse schon verwerten will. Der Tag der Ehre ist ein Gedenken von Neonazis hier in Ungarn in Budapest an einen misslungenen Ausbruchsversuch 1945. Am 11. Februar hatte die Rote Armee Budapest so weit eingekesselt, dass die Nazis sich ergeben mussten und einige haben versucht zu fliehen. Der Großteil wurde dabei ermordet. Und die Neonazis haben angefangen, in den 90er Jahren wieder das historisch zu benutzen und dem heroisch zu gedenken. Das Event ist eigentlich ein gesamtes Wochenende mit unterschiedlichen Angeboten. Eine Nachtwanderung von 60 Kilometern entlang der Ausbruchsroute der Nazis 1945, dann 2 Rechtsrockkonzerte und das Gedenken. Und es ist vor allem heute noch bedeutsam, weil es als Vernetzung der Neonazis international dient. Von Hammerskins bis hin zu Blood and Honor, bis hin zu Parteien. Und es ist eigentlich in Tradition von einer geschichtsrevisionistischen Erzählung, die bis heute eben andauert. Denkt euch werden wir ankriegen, ihr scheiß Wichser. Ja. Over the years, they managed to attract more and more fascists from all over Europe. It has become an important melting point for the fascists and also something that makes them more attractive for the wider population in Hungary. So the counter-demonstration takes place since the 2000s, and we believe it's very important to counter the Nazis' attempt to rewrite history. Im letzten Jahr, 2023, im Rahmen der Gegenproteste zum Tag der Ehre, gab es verschiedene Festnahmen von Antifaschistinnen. Denen wird vorgeworfen, dass sie beteiligt gewesen seien an 4 Angriffen auf Neonazis. In den Medien und in der Öffentlichkeit wurde es so dargestellt, als seien die Personen, die angegriffen wurden, Passantinnen gewesen, ganz normale zivile Bevölkerung. Und es ist aber klar, dass die Personen, die angegriffen worden sind, organisierte Neonazis sind. Angeklagt sind in Budapest 4 Leute im Moment. Das sind also 2 aus Deutschland, eine aus Italien und eine Person aus Ungarn, die Mitglied sein sollen in einer linksextremen Vereinigung junger Erwachsener. So ist der Vorwurf. Tobias E. sitzt in Untersuchungshaft zusammen mit Ilaria Salis. In Budapest vor dem Stadtgericht hat der erste Prozesstag stattgefunden. Da ging es erstmal in so eine Art Vorverfahren darum, zu gucken, ob die Angeklagten geständig sind. Und es gab einen Deal, den die Staatsanwaltschaft oder das Gericht den Angeklagten gemacht hat. Und das Strafmaß, was da im Raum steht, war 3,5 Jahre für die Mitgliedschaft in der Vereinigung, wenn sie das zugeben, und 11 Jahre für die Person Ilaria Salis aus Italien, die die Körperverletzung begangen haben soll. Die Haftbedingungen sind miserabelst und man kann sich vorstellen, dass Menschen, die verdächtigt werden, Nazis angegriffen zu haben in Ungarn, in ungarischen Knästen, vielleicht auch nicht besonders wohl gelitten sind. Und das ist ja auch die Interpretation der Anwälte, die halt sagen, dass dieser Druck wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Tobias E. sich dann entschlossen hat, eine Aussage zu machen. Also das ungarische Strafsystem ist sehr stark darauf ausgelegt, einen kurzen Prozess zu machen. Deswegen haben die gar kein Interesse daran, dass die sozusagen humanitäre Haftbedingungen vorher schaffen, sondern deren Ziel ist es, die Leute zu zermürben, weil alles darauf hinausläuft, dass die dann relativ schnell raus wollen. Also die Strafe wird dann woanders vollstreckt, insbesondere diese Untersuchungshaftanstalten sollen wohl sehr schlecht sein. Das hat sozusagen ein System. Im gesamten Verfahrenskomplex werden 14 Leute gesucht, die jetzt mit internationalem bzw. europäischem Haftbefehl ausgeschrieben sind. Und 2 Personen wurden verhaftet. Eine Person in Italien im November, Gabriele M. Und im Dezember wurde in Berlin noch eine Person verhaftet, die Maya genannt wird, die in Dresden in Auslieferungshaft sitzt. In Deutschland ist es so, da spielt noch eine Rolle, dass es auch hier ein sogenanntes Spiegelverfahren gibt. Und deswegen ist unklar, ob die Person tatsächlich ausgeliefert wird oder erstmal hier ihren Prozess bekommt.
Die Bedingungen sind schrecklich. Das möchte, glaube ich, niemand für sein Kind haben. Dort gibt es eine Justiz, die nicht unabhängig ist und wo die Befürchtung ist, dass dort auch kein wirklich faires Verfahren stattfindet. Ich als Vater hoffe einfach nur, dass es nicht zu dieser Auslieferung kommt. Also generell ist ja der Druck für die Angehörigen von den gesuchten Personen in diesem ganzen Verfahrenskomplex recht hoch. Das ist ja auch gewollt. Also es gab ja diese Anquatschversuche vom Verfassungsschutz bei fast allen Eltern der gesuchten Person, wo das Angebot gemacht wurde, dass wenn gesuchte Personen irgendwie mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten würden, also der Verfassungsschutz sich dafür einsetzen würde, dass nicht nach Ungarn ausgeliefert wird. Am Ende ein total leeres Angebot, weil der Verfassungsschutz hat überhaupt keine Befugnisse, sowas zu entscheiden. Dass Polizei und Justiz zusammenarbeiten, wenn quasi Menschen aus anderen Ländern betroffen sind, das ist erstmal überhaupt nichts Neues. Auf Ebene der Europäischen Union hat sich so seit dem Lissabon-Vertrag 2009 haben sich so verschiedene Zusammenarbeitsformen entwickelt. Am bekanntesten ist vielleicht der Europäische Haftbefehl. Und nach diesem Vorbild, also diese gegenseitige Anerkennung von bestimmten Straftaten, wurde dann zum Beispiel eben die Europäische Ermittlungsanordnung beschlossen 2017, die besagt, dass ein Land Ermittlungen anordnen kann in einem anderen Land und das dann auch befolgt werden muss. Da kann also Ungarn sogar die sächsische Polizei anweisen, hier Hausdurchsuchungen vorzunehmen, die Telekommunikation zu überwachen, sogar verdeckte Ermittler einzusetzen. Das ist vielleicht zweifelhaft, ob Ungarn das im Moment macht, weil das sächsische LKA das vermutlich selber macht. Aber das zeigt trotzdem so ein bisschen die Tragweite. Also es ist ja auch bekannt, dass die Soko Links, die sogenannte, eben auch eng zusammenarbeitet mit der Justiz und Polizei in Ungarn. Also es werden Akten getauscht, es werden Treffen abgehalten und ich vermute mal auch Anklagen aufeinander abgestimmt. Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit deutschen Ermittlungsbehörden mit Ungarn, beidseitig, und auch Besuche von deutschen Ermittlungsbehörden dort in den Knästen, die Versuche dort Vernehmung durchzuführen, was natürlich krass ist, weil ja die das auch mitkriegen. Ja? Das heißt, Deutschland muss sich quasi selber gar nicht an diese ganzen Rechtsstaatsvorgaben aus deren Sicht, sage ich mal, halten oder an Menschenrechtsstandards, sondern profitieren davon, dass das eben in anderen Ländern nicht so gesehen wird und verwerten aber trotzdem die Ergebnisse dann in den Verfahren, die hier führen. Viele der Maßnahmen wurden ja nach 9/11 eingesetzt und später dann auch verschärft gegen islamistische Strömungen. Natürlich werden die auch gegen andere politische Felder eingesetzt und ich würde sagen, viel mehr gegen links als gegen rechts, das ist schon mein Eindruck. Die EU hatte nach verschiedenen Anschlägen eine Strategie gegen Rechtsextremismus oder auch gewalttätigen Rechtsextremismus oder Terrorismus beschlossen. Da ist eigentlich nichts passiert. Das Einzige, was sie machen, ist das Internet beobachten und ein paar Webseiten runternehmen oder Inhalte löschen. Und gegen links habe ich den Eindruck, ist die europäische Polizeizusammenarbeit auf jeden Fall viel weiterentwickelt. Was super wichtig wird in Zukunft, ist, sich aktiv gegen eine Auslieferung von aller Art Antifaschisten in diesem Verfahren nach Ungarn einzusetzen und einfach darauf aufmerksam zu machen. Nicht, dass irgendwie, so wie es halt von staatlicher Seite die ganze Zeit propagiert wird, dass irgendwie antifaschistische Gewalt zugenommen hat, sondern dass der Staat sehr strikt eine Repressionswelle gegen antifaschistische Strukturen fährt und das seit Jahren. Und es liegt nicht daran, dass irgendwie Antifaschismus mehr geworden ist oder dass die Gewalt zugenommen hat. Und ja, natürlich wird irgendwie versucht, da eine Trennung zu machen zwischen guten Antifaschismus und schlechten Antifaschismus. Bei Nazi-Protesten und vor allem auch im Februar in Dresden fand ich immer das schöne Beispiel, dass das durchbrochen wurde und irgendwie dort sowohl zivilgesellschaftlicher Protest als auch militanter Antifaschismus Hand in Hand dafür gesorgt haben, dass halt der größte Nazi-Aufmarsch Europas nicht stattfinden konnte und das über Jahre. Und vielleicht wächst ja wieder das Vertrauen in antifaschistische Intervention und Engagement. Letztes Jahr war das erste Jahr, dass die Nazis ihre Kundgebung nicht in der Burg abhalten konnten, sondern sich außerhalb der Stadt in einem Waldstück treffen mussten
Und wir dieses Jahr sogar eine große Demonstration von 300 Leuten in der Burg machen konnten und uns sozusagen die Burg zurück aneignen konnten, damit die Faschisten dort nicht mehr ihr Gedenken abhalten können. So the experience of our campaign is that we have to look on fascism and our movement anti-fascism as well as something international, because we see that what is happening is not related only to Hungary. The fascists are gathering and they are getting stronger and stronger. So we believe we should broaden our scope and broaden our look and try to inform ourselves about the struggles of our comrades home abroad.